Wir sind zusammen mit Andreas, Helget und ja, die Shenandoah. Die liebt Mercedes-Benz, das kann man schon mal sagen. Obwohl sie noch gar nicht so recht weiß, warum. Aber ich glaube, es ist der Stern, ja, der dich irgendwie anfixt. Ja, Stern. Als Tochter der Sterne mag man den Stern auf jeden Fall. Tochter der Sterne, da kommt dein Name so ein bisschen her, oder? Genau, mein Name bedeutet das. So, da stehen wir von dem Silberfarbenen, der kommt aus dem Fürstentum Liechtenstein. Es ist ein Kundenfahrzeug. Es ist ein Kundenfahrzeug, deswegen die Liechtensteiner Nummer, aber es ist heute hier unser Ausstellungsfahrzeug, wo wir mal reinschauen können, wie so ein schönes Wohnmobil oder Expeditionsfahrzeug von innen ausschaut. So, ihr seid verantwortlich für das Basisfahrzeug, das heißt für das Fahrgestell, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt hier auf Unimog. Der Unimog ist so der geländegängigste, kann man sagen, in der Klasse? Ja, würde man schon sagen. Mit den Portalachsen und den Untersetzungsgetrieben ist da der Unimog in der Fahrzeugklasse mit Sicherheit Abstand das geländegängigste. So, das Wichtige ist ja, man fährt ja schon mal über Stein oder Holzstämme und so weiter. Das kann ich hiermit. Deswegen die Portalachsen. Bitte noch mal ganz kurz Erklärung. Die Portalachse sagt, dass das Achsrohr höher ist als der Radmittelpunkt und damit gibt es wesentlich mehr Bodenfreiheit. Das sieht man hier, man kann drunter durchklettern. Das heißt, die Servicetechniker brauchen keine Grube bei euch? Nein, gibt's nicht. So, Helget, da die Stoßstange ist von euch? Ja, natürlich und vieles mehr am Fahrzeug. Zusatztanks, Fahrwerk, Federn, Stoßdämpfer, alles, was der Fernreisende eben an so einem Fahrzeug sich noch wünscht. Warum neue Stoßdämpfer? Sind die nicht gut genug? Die können auf das Fahrzeuggewicht abgestimmt werden. Und damit gibt es mehr Fahrkomfort. Okay, das heißt auch dieser Bügel oben ist von euch? Ja, das ist nicht nur ein Bügel, es ist ein Dachgepäckträger, passt mehr Gepäck oben drauf, noch ein Ersatzrad, was eben mal für eine Fernreise noch mitnehmen möchte. Das hier ist ein echter Helget. Ihr habt Ingenieure beschäftigt. Das bedeutet, die planen sowas. Der Kunde kann das auf Maß von euch bekommen? Der Kunde kann es auf Maß von uns bekommen. Wir entwickeln Zubehörteile für den Unimog und rüsten die Fahrzeuge dann damit aus. Okay, das heißt, ihr macht die selber, ihr lasert die oder wie geht das? Die werden bei uns im Betrieb gefertigt von Schweißteilen, Frästeilen, wird dann die Zubehörsachen gebaut. Ich zeige das mal gerade hier vorne. Das ist ein nettes Detail. Es ist natürlich so entsprechend abgekantet, dass es bis aufs Müh genau aufs Blech passt. Ja, das soll genau so passen. Schön. Ich habe vieles gesehen aus Südafrika, wo die Sachen nicht so genau gepasst haben. Da holt man sich dann einen Hammer und macht es ein bisschen dazwischen. Man kriegt ja das aber fix und fertig von euch geliefert. Ist die Werksgarantie dadurch gefährdet irgendwie? Nein, wir bauen das alles so, dass die Werksgarantie vom Fahrzeug erhalten bleibt. So, das ist eine nette Felge. Was ist denn das? Das ist eine Standard-Unimog-Felge in Stahl. Da unter dem Deckel befindet sich die Reifenreglanlage. Das heißt, das ist ein Schutzdeckel für die Schlauchverbindung zum Reifen. Auch den Tank hast du eben erwähnt, der ist auch extra hier? Hier an dem Fahrzeug extra, der Tank, ja, 185 Liter Dieselkraftstofftanks, umschaltbar vom Fahrerplatz aus, damit eben die Reichweite vom Fahrzeug höher wird. Zweimal 185 Liter, die Motoren sind sehr sparsam geworden. Das ist kein Vergleich mehr. Ich meine, der hat jetzt eine Nutzlast ungefähr insgesamt Gesamtgewicht? Der hier hat 7,5 Tonnen Gesamtgewicht. Nee, man kann ihn fahren mit dem alten Dreier? Man kann den fahren mit dem alten Dreier Führerschein. Das Fahrzeug wiegt jetzt so 6,8 Tonnen. Es wäre technisch möglich 9,5 Tonnen. Okay, das heißt, wenn ich mal einen C mache, kann ich ihn auflasten? Ja, dann geht's. So, und hier sieht man sehr schön so kleine Details. Wenn ich hier mal reingucke, das ist ja mal ein Bauteil, oder? Eine Spiralfeder an der Hinterachse beim Unimog, dazu entsprechende Stoßdämpfer. Ja. Ja, ich finde nur diesen Hebel finde ich so faszinierend, der drauf ist. Ich habe keine Ahnung, du musst mich da mal aufklären. Du bist ja der Ingenieur. Der tolle Hebel. Der tolle Hebel ist die Befestigung der Spiralfeder am Rahmen. Ja, das meinte ich. So, endlich mal richtig erklärt. So, dann die Firma Krug, die hat es gut gemacht hier? Wir haben eine Partnerschaft mit der Firma Krug, die für uns diese Kofferaufbauten anfertigen nach unseren Plänen und Zeichnungen, dass der wirklich exakt auf den Unimog passt. Das Ganze recht kompakt, eben auch unter 7,5 Tonnen ist. Und damit haben wir ein sehr wendiges, schnelles und agiles Fahrzeug. Ja, der Radstand ist phänomenal. Man kann wahrscheinlich mit meinem 7 Meter Sprinter nicht so wenden wie mit dem hier, oder? Ich befürchte ja, du wirst einen größeren Wendekreis haben. Krass, denn das ist auch hier die Bodenfreiheit. Das heißt, das hier kann man wahrscheinlich hochklappen. Das ist für die Straßenverkehrsordnung? In der Schweiz und das Fahrzeug ist mit Schweizer Zulassung, ist das Vorschrift. Den kann man natürlich hochklappen, um die Geländegängigkeit
wieder zu erhalten. Zu erhalten. So, und das habt ihr auch schön gemacht. Die Auspuffanlage ist so Serie, wie sie hier steht? Ja, die ist so sehr, wie sie hier steht, geht nach oben, um die Wartfähigkeit nochmal zu erhöhen. Das Fahrzeug darf 1,20 Meter tief im Wasser fahren. Und dazu muss der Auspuff nach oben. Sehr kompakt, muss ich sagen. Ich glaube, das ist das, was viele sich wünschen. Also nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu hoch, was ja auch ein Thema ist. Ist schön, wir können ja gleich mal ein Stück mal reingucken. Auch hier wieder die Frage U20, 23, stehen ja verschiedene Fahrzeuge hier. Das ist der kleinste? Das ist momentan der kleinste hochgeländegängige Unimog, sprich das Fahrgestell, was so ein Kofferaufbau tragen kann, ja. Hier steht jetzt Leichtbaukoffer Firma Krug, 4,1 Meter. Da ist er wieder, der OM 934 LA. Hubraum? 4,6 Liter. 4,6 Liter. Anzahl der Zylinder? 6? 4. 4. Ja. Das heißt Langhuber. Ja, auf jeden Fall. Recht sparsamer Motor in der neuesten Euro 6 Norm. Du hast mir erzählt, man kann damit auch ins Ausland fahren, wenn die Spritqualität nicht so gut ist. Wie geht ihr damit um? Es gibt eine Version vom Unimog, die den Kraftstoff sozusagen im Ausland verkraftet. Der das kann? Der das kann, ja. Okay, sehr schön. Ja, wir gehen mal hoch. Das ist eine Treppe. Alles das, was wir jetzt sehen, ist nicht von Krug. Ist es nicht von euch, meine ich. Das heißt, vom Prinzip her ist es von uns. Wir haben verschiedene Eingangstreppen. Eine Notleiter. Die ist von euch? Ja, eine Notleiter, die zum Beispiel den Einstieg für eine kurze Pause ermöglicht und die große Leiter für einen Campingplatz. Hallo. Hallo. Sie sind aus dem Fürstentum, Liechtenstein? Nein, bin ich leider nicht, da mir das Auto nicht gehört. Ich bin von der Firma Helgit. Nur ein Angestellter. Nur ein Angestellter. Jawohl. Da hat er sich aber wahrscheinlich wieder ein bisschen Understatement, oder? Der Jörg ist der beste Mann, um so ein Fahrzeug zu konfigurieren und zu verkaufen. Ja. Ich gebe mir Mühe. Und selber mit dem Unimog schon um die Welt unterwegs gewesen, dementsprechend viel Erfahrung. Ja. Und schaut mal rein ins Fahrzeug. Genau, ich habe ihn nur gelobt. Du musst jetzt wieder weg, mal ganz kurz. Ich hole dich gleich nochmal ein, denn ihr habt ein paar Fahrzeuge hier stehen. Ihr seid Spezialist nicht nur für die Unimogs, sondern man kriegt auch komplette Reisemobile von euch. Ja, das ist bei uns wichtig, dass wir Komplettlösungen anbieten. Hier der Unimog als eine Einheit, Aufbau mit Fahrzeug. Sehr schön. Ja, dann mache ich mal mit dir weiter. Erstmal vielen Dank, Andreas. Danke. Ihr seid in Kronach, das liegt in Unterfranken? Nein, Oberfranken. Oberfranken. Die Firma liegt in Thüringen, also genau auf der Grenze zwischen Oberfranken und Thüringen. Ihr habt die schönste Autobahn, die es gibt, glaube ich. Die neueste und beste, also zwischen Thüringen. Man hat auch gar nicht das Gefühl, dass man irgendwie weit weg ist. Also wenn man startet von Lichtenfels, man fährt auf einer der neuesten Autobahnen der Welt und ist irgendwann in Thüringen. Ja, das stimmt, das ist korrekt. Sehr cool. Ja. Vielen Dank, Andreas. Dein Vorname nochmal? Jörg. Jörg. Ja. Du warst auf allen Herren Länder. Ja, ich war schon ein ganzes Stück unterwegs, mehrere Jahre am Stück mit dem Unimog und deswegen glaube ich, so annähernd zu wissen, wovon ich plaudere. Ja. Das ist eine besondere Version, 7,5 Tonnen, 600 Kilo Zuladung. Tank, wenn ich die voll mache, bin ich schon überladen? Nee. Nee, noch nicht. Noch das heißt, da ist Tankvolumen mit drin. Das ist eine Meisterleistung. Das heißt, du musst Hightech verwenden. Ja, das ist so und man kann, das muss ich ehrlich zugeben, beim Unimog auch nicht alles an der Ausstattungsliste anklicken, was ich möchte. Also wenn es ein wirklich echter 7,5 Tonner sein soll, wo ich noch eine halbe Tonne Zuladung haben will, dann muss ich auf so ein paar kleine Sachen verzichten beim Chassis, weil das vom Werk aus schon sehr schwer ist, das Auto. Ja, es gibt einige Leute, die ein bisschen älter sind, die würden ja gerne C machen, sie dürfen es nicht mehr. Dann dürfen die noch fahren mit dem C1. Ja. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist mir nicht ersichtlich, denn man kann ja einen C-Führerschein einfach nachmachen. Du hast ja einen C-Führerschein, nehme ich an. Ja, ich hab auch einen großen LKW-Führerschein, spielt bei mir jetzt keine Rolle, aber die ältere Generation, die vor 92 den Führerschein gemacht hat, kann halt mit dem alten Dreier fahren. Ne? Das ist ein Vorteil, gell? Genau, das möchten die gern und es kommt halt dazu, wenn ich mit dem LKW-Führerschein unterwegs bin, ab 50 muss der Arzt mir irgendwie alle 5 Jahre das Okay geben. Und wenn ich dann Preislage Einfamilienhaus, der Doktor sagt, ich darf nicht mehr, dann bin ich raus, dann muss ich ihn eigentlich verkaufen. Das kann passieren, ja. Oft ist das Argument, die Frau kann auch fahren, die dann vielleicht doch nicht fährt, ja, weil sie es nicht macht, aber immer mehr Frauen fahren. Ja, ist richtig, richtig. So. Das ist eure Treppe? Ja. Sehr schön. Genau. Wir gehen da jetzt mal kurz rein, wenn das okay ist für dich. Ja, denn das Fahrzeug 7,5 Tonnen, ich habe es eben erwähnt, Hightech, Leichtbau, das ist die Shenandoah. Hi, du warst schon drin. Hier ist was ganz Besonderes auch reingelegt für den Messebetrieb, hat man hier extra Matten. Gummieinleger. Einfach nur ein Gummi hingelegt, damit wir den Originalfußboden nicht verkratzen. Jetzt, wir kommen hier zur absoluten Hightech-Leistung. Ihr habt auf 4 Meter Länge etwas geschafft an Raum. Man kann das auch kaputt machen, so 4 Meter, oder? Ja. Man kann das relativ einfach verbauen, dass es irgend so einen höhlenartigen Charakter hat. Wir haben halt versucht,
doch einen gewissen offenen Lebensraum zu gestalten in dem Auto, was meines Erachtens nach nur mit einem Schiebeauszugsbett oder wie immer man das nennen möchte, realisierbar ist. Das ist ziemlich genial. Das dauert, ich glaube 20 Sekunden. Ja. Das brauchst du einfach nur rausziehen, zeigen. fertig. Einmal kurz zeigen, bitte. Ja, können wir machen. Seien wir so lieb. Kein Problem. Im Prinzip den hier umklappen. Und du, wenn du mal gerade so lieb bist, mir mal gerade hingehst zu meinem Werkzeug, was ich habe, und dort einen Sony-Akku rausnimmst. Da steht Sony drauf. Denn der... Oh mein Gott, jetzt habe ich deinen Namen vergessen. Jörg? Jörg? Genau, denn der Jörg wird uns das jetzt mal ein bisschen erklären, denn ich habe viele Fragen, Jörg. Genau. Und wenn ich mal so einen Spezialisten habe, das hat jetzt wie lange gedauert? 3 Sekunden? Ja. Das ist genial. Das heißt, hier können 2 Leute schlafen, aber... Ist 1,50 breit und 2,10 Meter lang. Was aber ziemlich genial ist, fahre ich alleine, habe ich den ganzen Platz. Ja, genau so ist es. Und wir haben versucht trotzdem, du sitzt ja schon jetzt an der Sitzgruppe, wenn jetzt jemand mal sagt, ich habe keinen Bock mehr abends, ich gehe schon ins Bett und irgendjemand macht seinen Blog, sein, was weiß ich, Instagram, Story, Facebook, der kann da weiterhin sitzen. Die Sitzgarnitur ist zu 50% voll erhalten. Der Tisch ist nutzbar. Auch die Küche ist voll funktionsfähig. Es ist nichts weg, wo das Bett drüber ist. Ich kann weiterhin kochen, ich kann abwaschen, Steckdosen sind da, alles gut. Habe ich gesehen bei Bimobil, da haben die auch ein ähnliches Fahrzeug, was da ist. Aber hier muss ich schon sagen, das unter 7,5 Tonnen zu machen, das ist ja oft, reißen die dann direkt die 7,5 Tonnen mit einer einigermaßen ordentlichen Nutzlast. Ja. Also es sind ja, ich sag mal 600 Kilo. Wenn man sich ein bisschen, es gibt ja Länder, da ist gerade egal, da fahre ich über die Grenze und dann geht's weiter. Im Prinzip ist es sowieso, wenn ich raus aus der Europäischen Union bin, ist es egal. Es geht aber gar nicht darum, ob ich im Rahmen der Gesetze bleibe oder nicht. Die Problematik hier beim Unimog, der ist sehr gewichtssensibel. Und das Auto kann extrem viel, für mich der Offroader schlechthin. Und alles, was ich jetzt anfange da zu überladen oder weit über die Hinterachse bringe, schränkt eigentlich das Fahrverhalten vom Auto ein. Okay, das heißt, ihr stimmt das auch optimal ab mit den Federn. Ja. Wenn du mal gerade so lieb bist, das Licht mal ausmachst, weil das flimmert leider ein bisschen. Ja, das sind die LEDs. Das sind die LEDs, die immer wieder komischerweise pulsmoduliert sind. Ja, das ist dann immer so das Problem. Und wenn du es gerade noch mal zurückbaust, dass wir mal die Geschwindigkeit sehen. Ich bin fasziniert von dem Bett. Da werden jetzt viele sagen, oh, so viel Geld und dann kein richtiges Bett. Aber du musst sehen, in der Kürze liegt die Würze. Denn ich sag mal, du kommst mit dem Auto hier überall hin, oder? Ja. Das ist krass. 4 Meter Aufbau, die Gesamtlänge 7 Meter? 6,70 Meter. 6,70 Meter. Das heißt, du kommst noch auf einen Ikea-Parkplatz damit, kannst alles machen. Leute leben hier drin. Ja. Das Fahrzeug steht auf Diesel komplett? Oder? Ja. Diesel. Okay, Dieselheizung. Ich weiß, Krug baut auf Fußbodenheizung ein. Ist das hier auch so? Der hat hier im Gang eine elektrische Fußbodenheizung, ja. Elektrische Fußbodenheizung. So gaslos heißt auch die Module von Krug. Du hast sie gesehen. Okay, der in dem Fall ist nicht gaslos, das war jetzt Kundenwunsch war. Die kochen mit Gas, aber nur kochen, keine Heizung. Das kann man haben. Das heißt, da brauche ich auch nur eine kleine Glasflasche. Da komme ich ewig mit weit. Genau, wir haben jetzt hier in dem Fall auch eine Gastankflasche verbaut, dass man nicht mit den Wechselflaschen rumhantieren muss. Ich kann an der Tankstelle einfach die Gaszapfpistole anschließen und die Gasflasche wieder betanken. Ja. Mit Anzeige auf dem Handy, mit einer App, die mir den Füllstand anzeigt, alles gut. Ja, Gastank ist sehr, sehr praktisch. Das heißt, ich kann überall tanken. Es gibt unglaublich viele Adapter. Ja. LPG gibt es nahezu überall. Ja. Die Filter machen es möglich. Ja. Das heißt, man kann dann auch den letzten Schrott filtern. Richtig, korrekt. Ja. Das ist genial. Die Frage, die ich mir immer stelle, minus 30 Grad. Warum nicht? Weil ist ja oft so, der Diesel flockt. Da gibt es Fließverbesserer. Ja. Was immer so ein bisschen problematisch ist, wenn die Leute riesige Tankkapazitäten haben, 700, 800 Liter und tanken dann irgendwo billig an der Küste und fahren dann in die Berge oder in andere Länder. Und dann wird es auf einmal kalt und wundern sich, dass dieser super billige Sommerdiesel dann anfängt zu gelieren. Ne? Okay. Wenn ich in Ländern bin, die darauf eingestellt sind, dann gibt es auch Arctic Diesel, der ist schon mal bis minus 48 okay. Und wenn ich ein bisschen Fließverbesserer dabei habe, kann ich das locker bis auf minus 50 Grad strecken, überhaupt kein Problem. Jörg, es gibt viele Details, die der Kunde hier möchte. Unter anderem hat er hier einen Dometic Gasherd eingebaut. Ja, genau. Das ist sehr praktisch, denn er ist nicht nur für die Brötchen da, man kann alles damit machen. Ja, genau. Okay, ist jetzt kein Riesending, aber hat so einen Drehteller unten drin, dass man sein Zeug anständig überbacken kann.
Brotbacken geht auch. Ist halt immer so auch dem Gewicht geschuldet. Man könnte natürlich auch größer bis unten hin. Es ist absolut perfekt. Hin, ne? Dann Also wichtig ist, er hat Ober- und Unterhitze. Ja, das heißt, du genau. kannst richtig heiß machen für Ja. Pizza oder irgendwas anderes. Hat auch einen Obergrill, also ich hat sogar so einen drehbaren Spieß. Ich könnte jetzt ein Hähnchen da drin grillen. Funktioniert super. So toll ist hier der Ausstieg. Der ist natürlich an der Stelle, da kann ich dann aufsteigen. Ist der Tisch so stabil, dass ich da drauf steigen kann? Ja, ist er. So, das ist kein normales Holz, das sieht aus wie Bambus. Ja, das ist, also der Kern ist Balsa, weil wir halt gewichtsoptimiert gearbeitet haben und mit Echtholz von hier oben drauf, Bambus in dem Fall. Bambus, das heißt, das geht auch so schnell nicht kaputt. Kriegst du also, kriegst du ein bisschen Patina, wenn es da ist. Und wenn du da mal gerade aufmachst, denn das ist jetzt eine Luke ohne Fenster, das ist Kundenwunsch. Ja, Kundenwunsch und auch unsere Baustelle. Weil diese großen Luken im Dach oftmals bei der Verschiffung der Einstiegspunkt sind für die Bad Guys. Deswegen ist das... Diebe, Ja, so, deswegen um es mal auf Deutsch zu sagen. deswegen ist das einbruchssicher, so weit wie es halt möglich ist. In dem Falle auch ein Spezialwunsch von der Kundin, dass der über den Tisch ist. Normalerweise ist bei unserem Standardkoffer das über dem Bett, damit Einstieg noch Sterne einfach. gucken und bla bla bla. Und da haben wir noch aus dem zweiten Grund kein Glas gewählt, weil es dann oftmals Schwitzwasser über dem Bett gibt und das tropft dann. Das ist absenkbar, das heißt, hier kann ich dann ein Bett bauen. Genau, der Tisch geht nochmal hier drauf zu machen. Ja. Dann habe ich hier nochmal ein Bett, 1 Meter breit und 1,98 Meter lang. Kollidiert allerdings mit dem ausgezogenen Bett. Also wenn jetzt mal hier nur einer schläft und ein Gast da ist, der nicht mit in das Bett soll, kann man auch getrennt schlafen. Genau, das ist vielen auch wichtig. Die sagen, ich will mich mal umdrehen, Ja. ich wecke den anderen immer auf. Genau. Dann könnte das Bett ja hier so bleiben, wie es ist. Ja. Und der andere schläft hier. Genau. Oder ich sag mal, das Wetter ist extrem schlecht, ich will mal einen Tag nicht raus, mir geht es nicht so gut. Ich hole das iPad raus, gucke ein bisschen Netflix. Ja, Das geht auch. genau so. So, Technik, die ist wo versteckt bei dem kurzen Aufbau? In dem Falle ist in der Box die ganze Elektrik untergebracht. Bitte mal zeigen. Das wird er mal sehen. Ja. Weil das ist was Besonderes bei Krug. Sie gehen auf Victron immer. Ja. Das ist Victron Energy, haben wir oft gesehen in Düsseldorf. War immer, Ja, genau. Bin auch sehr zufrieden mit dem ganzen Equipment. Das haut eigentlich tadellos hin. Guck mal hier, Gasdruckdämpfer, dass es auch offen stehen bleibt. Ja. Sauber aufgebaut. Ja, muss auch ein bisschen Spielraum drin sein, weil es wird doch relativ warm. Wenn die ganzen Lader auf Vollleistung sind, dann ist da schon Wärmeentwicklung. In dem Fall konnte man einen relativ kleinen Wechselrichter nehmen, weil es gibt eigentlich keine großen Stromversorger, weil das Kochen und Backen mit Gas geht, reichen hier 2 kW, alles gut. Ja, der Vorteil ist natürlich hier, das ist eine gute Wahl. Zum Kochen ist Gas immer noch gut, Ja. weil doch recht sparsam. Solar habt ihr auf dem Dach drauf. 600 Watt. 600 Watt, Ja. trotz 4 Meter. Ja. Cool. Begehbar, verklebte Platten, also das ganze Dach ist begehbar. Warte, ich zeig's mal gerade. Ich werde zwar jetzt nichts sehen, aber doch, man sieht es herrlich. Ja. Und das Interessante ist natürlich, also die Leute gehen ja hin auf Fähren, dort wird das Fahrzeug verschifft. Ja. Du hast eben gesagt, die Bad Guys, die kennen sich aber aus. Wenn die Ja. Hartglasfenster drin sind, haben die schon keinen Bock mehr. Richtig. Ja. Und dann ist ja auch so, das Ganze wird ja auch entsprechend gemonitort. Die fallen immer irgendwann mal auf und das ist eine ordentliche Tür. Ja. So, das heißt, da geht's zum Fahrhaus? Da geht es zum Fahrhaus rein. Geht leider auch nicht größer zu gestalten, weil das ist der Maximalausschnitt. Doch groß. Ja, das ist der Maximalausschnitt, den wir ins Fahrhaus machen dürfen, was uns der Daimler erlaubt. Ist 600 auf 900. Ist, glaube ich, okay. So, wir schauen uns gleich mal das Bad an. Ist Klo, ist das eine Trenntoilette? In dem Falle ja. Okay. Prima. Ja, dann mach nochmal zu, bitte. Dass wir das mal sehen, wie schön das gemacht ist hier mit den ganzen Verschlüssen. Die kommen natürlich aus dem Schiffsbau. Richtig. Edelstahl. Ja. Gut, das Fahrzeug hat seinen Preis, aber der Werterhalt der Autos ist Hammer. Ja. Das heißt, ich habe von Leuten gehört, die die Fahrzeuge 10 Jahre hatten, umgerechnet zum heutigen Preis, sie knapp unter Einstandspreis verkauft haben. Richtig, ist so. Und im Moment merke ich so eine Trendwende hin zu den Euro 6 Fahrzeugen, was auch verständlich ist, weil man weiß nicht, wie lange man mit dem Euro 0 oder Euro 2 noch irgendwo hinfahren kann. So, man kann es ja umbauen. Der hier steht auf Euro 0, oder?
Der ist Euro 6. Das ist Euro 6. Ja. So, und das heißt, aber ich habe ja letztes Mal, hat mich jetzt ein Freund gefragt, der wollte eine Wohnmobilvermietung aufmachen. Wie siehst du das mit Diesel? Und da habe ich zu ihm gesagt, naja, du musst immer eins sehen, solange das Thema Nutzfahrzeuge nicht elektrisch ist, ja, das hier ist ja ein Nutzfahrzeug. Du fährst ja ein Nutzfahrzeug, ja. Außerdem ist die Nachhaltigkeit bei einem Unimog, jetzt mal ohne Witz, da sind viele andere Wettbewerber schon tot. Ja. Da fährt er noch. Ja. Das kann ich einfach nur so bejahen. Und das ist auch nicht mal nur Nutzfahrzeugklasse, das ist Sonder-Kfz. Ich glaube nicht, also ich sehe da keine Elektrifizierung, also nicht die nächsten, weiß ich nicht wie viele Jahre. Es kann ja sein, dass ein Motor rauskommt, der mit irgendwas anderem fährt, aber der ist dann noch als Verbrenner. Deutz hat im Moment den ersten reinen Wasserstoffmotor an den Start gebracht, der eigentlich perfekt in das Auto reinpassen würde. Muss man mal gucken, wohin die Reise da so geht. So, das sind ordentliche Fenster. Die sind Outbound-Fenster, Echtglasfenster. Ja. Schweineteuer, muss man sagen. Ja, wobei das geht noch viel, viel teurer. Ne? Da gibt es noch Mitbewerber, die den doppelten Preis aufrufen. Das ist so irgendwo, sage ich mal, mittlere Liga, auch vom Gewicht her. Ist das okay. So, ihr habt den auf der Waage gehabt? Das Auto? Ja. Ja. Das heißt, ihr verwiegt jedes Auto, was kommt. Ja. Steht ja dann später im Fahrzeugschein das Gewicht drin. Du hast eben gesagt, man kann nicht alles denn wählen bei 7,5 Tonnen. Wenn ich einen wirklich echten 7,5 Tonner haben will, dann muss ich beim Auto schon mal ein bisschen abspecken. Das heißt, ich kriege keine Geländeuntersetzung. Die muss ich weglassen. Ich muss das EAS weglassen, das automatische Schaltgetriebe, weil das zusammen sind schon mal 120 Kilo, die einfach fehlen. Ne? Dann Staukästen muss ich mich ein bisschen zurückhalten, kein Dachträger oben aufs Dach, solche Sachen. So, wenn ich aber dann den C mache, das ist ja dann, ich habe dann die Möglichkeit, ich kann das nachrüsten, ich kann in jeder Zeit auflasten. Also der hat ein technisches machbares Gewicht von 9,8 Tonnen, dafür ist er gebaut. Okay. Ne? Und ich laste ihn dann auf dem Papier ab auf 7,49. Okay. Ist jederzeit wieder auflastbar auf die 10,9 Tonnen. Und auch wieder zurücklastbar. Hinher überhaupt kein Problem. Sehr schön. So, dann zeigen wir mal was ganz Besonderes. Vitrifrigo aus dem Schiffsbau und aus teuren Hotels, muss man sagen. Der kann aber einiges ab. Das heißt, Kompressorkühlschrank, der ist schüttelresistent. Funktioniert tadellos. Schläft hier jemand drin? Nachts? Du? Ja. So, wie ist der Schlaf hier drin? Sag mal, du schläfst ja hier. Das heißt, die Fenster, wenn man die zumacht, ist es sehr, sehr leise. Sehr leise. Man muss aber lüften irgendwie. Wie ist das gelöst? Ich kann entweder das so auf Zwangslüftung stehen, dann kriege ich natürlich ein bisschen Geräuschkulisse rein. Ne? Oder ich mache diese Lüfter ein Stückchen auf. Reicht jetzt, wenn Luftbewegung ist, reicht es komplett aus. Oder ich lasse ihn auch ganz langsam laufen. Also wenn er ganz langsam läuft, hört man fast gar nichts. Der ist mit Regensensor, der geht auch automatisch zu. Ist jetzt auch der Max eher, der ist leise. Ja, genau. Der andere, du weißt ja, Dometic, der ist irre laut. Ja. Ich habe selber einen Dometic, dann hat er einen Regensensor, der macht zu. Man kann ihn auch deaktivieren, den Regensensor? Ja. Das geht. Gut, ja. Weil der geht auch immer wieder zu, der andere. Ja. Ich könnte manchmal... Habe ich bei mir auch, den habe ich mittlerweile abgeklemmt und mit einem separaten Schalter bestückt, den Dometic, damit es da halt... Liebe Dometic-Leute, baut mal, guckt euch das bei diesem ich sag mal wirklich Underdog Max an, was für geile Sachen die machen, muss man wirklich sagen. Also, da sieht man auch hier die Beschläge. Das ist Häfele, das ist wie zu Hause. Ja, ist so. Es klappert hier was während der Fahrt? Nee. Darf ich hier sitzen während der Fahrt? Eingetragen? Nein. Nein. Okay, aber es gibt den auch mit Gurtplatz hinten? Schwierig, weil es gibt keine direkte Verbindung zum Fahrerhaus. Ich müsste dann mit Sprechfunk, der immer offen ist und so, also bieten wir eigentlich so nicht an. Okay, das heißt aber Fragen, muss man auch sagen, 7,5 Tonnen, das sind nochmal 200 Kilo mehr Personen. Genau. Boah, ist das schön. So, gehen wir mal in die Dusche. Ja. Da ist was ganz Besonderes, was wir hier haben. Denn wir haben auf 4 Meter Größe eine amtliche Dusche hier drin. Wenn du mal gerade Lichter machst, sei mal so lieb. Da ist es. Und du rasierst dich hier, du duschst hier. Ja. Der Ablauf geht durch diese gefräste Rinne im Prinzip ringsrum. Es spielt keine Rolle, wie die Karre jetzt eigentlich steht. Ich muss sie nicht ausnivellieren. Ne? Unten drunter, unter der Platte, ist eigentlich eine richtige Duschwanne, die aber sehr angeschrägt ist mit einem Ablauf in der Mitte. Also es läuft so oder so rein und dann gibt es quasi eine Bilgenpumpe, die das Zeug von da absaugt und in den Grauwassertank transportiert. So. Shenandoah, mach mal bitte Handdecke.
Also rund 2 Meter würde ich sagen. Ja, Stehhöhe. Das ist im Duschbereich ausreichend. Viele, die noch größer sind, kann ich die ein bisschen höher haben, die Kabine? Nee. Also unsere Standardversion nicht, weil wir haben versucht unter 3,50 Meter zu bleiben, sind jetzt bei 3,46 mit Dachspoiler und allen obendrauf und das bleibt auch so. Und das ist die Trenntoilette. Das ist jetzt welche? Die habe ich ja nie gesehen. Die ist von Trenlino. Ja. So ein Schwarz. Die funktioniert so, dass da wahrscheinlich irgendwelche Flocken drin sind und du rührst? Nein, da ist nichts zum Rühren. Das ist aber auch separater Kundenwunsch. Wir verbauen normalerweise die Naturehead Kompostier, also trocken, trennen, Kompostier. Da ist ein Beutel jetzt drin. Da ist jetzt ein Beutel drin, ja, du musst mit irgendwelchen Einstreuen arbeiten, ein Permanentlüfter, der dann quasi die Feuchtigkeit absaugt und halt ganz normal der Urintank. Jetzt mal eine Frage, du hast du schon benutzt heute? Die jetzt nicht, weil das ein Kundenfahrzeug ist, ne? Aber ich habe selber bei mir auch eine. Ja. Weil da riecht ja nichts hier. Nein. Das heißt, der Kunde hat es ja. Und das ist wirklich so. Also die Leute, die sich wundern, dass es nicht nach Urin riecht, es riecht ja erst nach Urin, wenn da, glaube ich, Wasser dazu kommt. Ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es. Ich denke, es muss immer eine Art Lüfter mit dabei sein, der die Feuchtigkeit irgendwie abtransportiert und dann funktioniert es tadellos. Sag mal, wenn du dich jetzt rasieren willst, wie geht das ohne Spiegel? In dem Fall Kundenwunschauto. Kein Spiegel. Sie wollte keinen Spiegel. Vermutlich wird sie einen haben zum Hinhängen. Ich habe mich heute tatsächlich rasiert, indem ich mein Handy auf Selfie gestellt habe. Dann sieht man... Echt, das geht? Das geht, ja. Dann siehst du dich selber auf dem Display. Das kennt die Shenandoah, ja. Die macht nämlich den Lippenstift immer auf Selfie. Das ist der. Hey, willkommen. Ja. So, hat sich's mal, warte. Du bietest gerade was an. Das ist der Stauraum unten drunter. Das ist ordentlich. Ist das hier ein Weltreisemobil, kann man schon sagen? Ja. Das heißt, also Stauplatz habe ich ja nur im Fahrzeug oder drunter ein bisschen. Ja, ich habe hinten die ganze Garage noch. Ne? Die haben wir gar nicht gesehen. Ja. Genau, wenn du mir die mal kurz zeigst. Das heißt, für einen Hund wäre ein Durchgang? Oder? Also, ist jetzt ein bisschen unaufgeräumt, aber egal. Ne? Ja. Diese ganze Breite ist zur Verfügung. In dem Fall auch da Kundenwunsch ist jetzt hier diese Gastankflasche verbaut. Ja. Ne? Ich habe also Zugriff von hier. Die ist 80 cm tief. Die Garage und über die ganze Breite. Okay. Und dann haben wir hier noch so ein kleines Feature eingebaut. Das stammt so aus meiner Reiseerfahrung, weil das hat mich immer total genervt. Du Fuchs. Wir haben hier im Prinzip einen Auszug. Da ist noch eine zweite Kiste dabei. Und ich habe auch genau gegenüber eine Klappe. Ich kann den quasi nach draußen ziehen. Ja. Wenn ich eingekauft habe, kann mein ganzes Zeug in die Boxen packen. Ja? Kann das reinschieben und habe aber auch von innen Zugang. Ich muss also nicht meine ganzen Tüten aus dem Trolley erstmal in Gang schmeißen. Meistens kriege ich die Leiter nicht raus, weil einer daneben geparkt hat. Ja, dann fahre ich mal irgendwo hin und sortiere mein Zeug. So packe ich es einfach in die Box und es ist nach innen und nach außen durchschiebbar. Ja, ich finde die Fahrzeuglänge interessant. Ja. So, wir werden last but not least noch eine Kleinigkeit machen, wenn du so lieb bist. Ja. Das ist das Bedienpanel, Victron Energy. Habt ihr da große Ausfälle mit den Panels? Nein. So, das ist normal so aus dem Bootsbau. Genau. Und du kannst halt hier so ein bisschen rumschieben und deine ganzen Features da so sehen, was da gerade so passiert, alles. Ne? Der hängt jetzt am Strom. So, und das sind nicht nur Schalter, das sind auch Sicherungen. Ja, genau. So, das heißt also alles für die Ewigkeit. Ja. Das ist jetzt eine Truma drin. Man muss auch sagen, kennt man ja aus dem normalen Reisemobilbau, weiße Ware, aber die halten das locker aus. Tolle Heizung. Ja. Ich bin da sehr begeistert. Ich hatte das auch bei mir im Auto drin in der langjährigen Reise. Das in dem Fall ist jetzt eine Truma Kombi D6E. Die gibt's, die ist lieferbar. Für gute... Ihr habt eine D6E bekommen? Ja. Was hast du bezahlt dafür? eBay Kleinanzeigen? Nein, den normalen Preis und offiziell beim Händler. Okay, ich mache 3. Ist der Wahnsinn, echt? Ja. Du bist mein Held? Ja, im Moment ein bisschen schwierig, stimmt. Aber ja, das war uns wichtig, weil der Strom gibt es her. Und wenn man halt mal, wenn 2 hintereinander duschen wollen und ich habe die Boost-Funktion ein und schalte den Heizstab noch mit dazu, dann habe ich auch sehr, sehr schnell wieder heißes Wasser. In Skandinavien, muss man sagen, ist Strom an Stellplätzen und da gibt es auch wenig Stellplätze, also die keinen Strom haben, ganz normal. Dort wird geheizt mit Strom. Ja. Also ich weiß, dass 4x4 Kabel, Elektropatrone in der Aldeheizung drin, da ist Strom genug da, oder? Ja. So, richtig. Die machen das auch. So, dann werden wir das mal zeigen. Dann gehen wir mal ganz kurz ins Fahrerhaus noch rein. Last but not least, was da unten drunter? Ist der Stauraum? Da ist der Wassertank drunter. Der Wassertank. Ja.
Sag mal. Einfach voll. Ach, der ist hochkant. Ja, So, das heißt, da kommt man locker rein. Was hat der für ein Volumen? 240 Liter. 240 Liter. Und das Leergewicht ist jetzt wie berechnet mit 100 Litern? Oder? Die 6,9 Tonnen Leergewicht sind mit 100 Liter Wasser berechnet? Ja. Okay. So, das heißt, der Fahrer 75 Kilo, wie man es kennt. Genau. Tank zu 80%. Ja. Tankvolumen ist ja hier hoch, 360 Liter. Ja. So, aber ein Tank ist da gerechnet. Nein, sind 2. Sind 2. Ja. Also man kann es Zweimal. richtig nutzen. Ja. Das ist nicht eine Mogelpackung, Nee. 7,5 Tonnen. Richtig. Okay, krass. Ja. Finde ich toll. Ja. So, mal kurz vorne rein, dann sind wir durch. Ja. Dann bist du uns los. Die Leute warten hier auch schon Schlange. Alles gut, alles gut. Deine Mütze. Ja, mit. So, Jacke lassen wir drin. Ja. So, der Kunde ist zufrieden mit dem Auto, sonst hätte er ja wahrscheinlich nicht hier hingestellt, oder? Lieferzeit, wenn ich so einen haben will? Tatsächlich relativ kurz. Der Daimler kann im Moment nach 3 Monaten liefern, wenn ich neu bestelle das Auto. Ich habe eine Produktionszeit vom Koffer von 3 Monaten, habe allerdings jetzt 4 Stück in der Pipeline. Also Sie können 2 parallel bauen. Ich sag mal, wenn wir heute... Gut, ihr habt nicht alle Bauplätze. Ihr habt wahrscheinlich auch Bauplätze reserviert. Ja, die haben extra eine Baustrecke für uns gemacht, Krug. Also die fertigen diese Koffer, diese Standardkoffer für uns extra. Außen ist GFK, oder? Ja, 3 mm ist noch zugeschlossen. Reinforced 3 mm Außenhaut und 3 mm innen und die gesamte Panelplatte hat 60 mm. So, jetzt ist das hier eine ordentliche Aufbautür mit Mehrpunktverriegelung. Ja. Da kommst du nicht rein. Wenn der Kunde sagt, ich hätte gern fürs Fahrerhaus auch noch eine Zusatzschloss, ist hier eingebaut? Ist hier eingebaut. Ja. Bauen wir ein. Ist Ein gleich- Keso. Ja. Na, viel Spaß. Den kriegst du auch nicht auf. Genau, Das heißt, die ist- gehen dann durch die Scheibe, oder? Ist gleich schließen mit den ganzen Kofferklappen und Türen. Ein Schlüssel nur, der da. Ja, ich und- kenne den Keso. Genau. Kommt auch aus dem Osten, Oh, aus Gera. Genau. Ja, ist richtig cool. Ja. Und ja, hier vorne ist übrigens nochmal AdBlue. Ja, ich gehe mal kurz rein. Du gehst am besten mal vor, Shenador. Ja, du gehst in die Mitte. Und diesmal nicht im Bundeswehreinsatz. Genau, geh mal ruhig an die Fahrerseite. Achso, ich werde Ja, du kannst durchrutschen. Du kommst mal zu mir, du musst ein bisschen was erklären hier. Denn der Jörg fährt nämlich diese Autos und ich habe es eben schon erfahren, das ist kein Hund, das ist ein Esel. genau. Ist in dem Fall das Untersetzungsgetriebe. Ich habe gedacht, das geht nicht. Der Kunde wollte es doch haben. Ja, bei dem ist es auch nicht ganz so kritisch, weil das Auto ist in Liechtenstein registriert und da gibt es diese Abstufung mit dem Führerschein nicht. Okay. Das heißt, er hat das nicht. Dann hat er eine Reifendruckregelanlage. Ja. Haben alle unsere Autos, die wir beim Daimler bestellen, weil ich denke, dass das eines der größten Features ist, die der Daimler werksseitig schon liefert und auch nicht irgendwas dran gefummelt ist, sondern die Luft kommt direkt aus der Achse und wird dem Rad zugeführt. Also man kann sich das auch nicht abfahren, weil draußen irgendwas dran rumbammelt oder so. Ich kann das während der Fahrt achsweise im Zehntelbar-Bereich regulieren und das funktioniert tipptopp. Und das steht denn wo, das Zehntelbar? In der Mitte? Im Display. Im Display. Das heißt, es hat ein Display in der Mitte. Ja. So, das ist da. Dann hier ist die Webasto. Das ist jetzt eine ist quasi- Zusatzheizung. Das ist eine Zusatzheizung für den Motor, damit er sich ein bisschen leichter tut. Wenn man 4000 Meter und vielleicht 20 Grad minus, dann ist das ein bisschen einfacher. Könnte die auch als Notheizung? Der beheizt dann auch das Fahrerhaus mit, also die Scheiben sind abgetaut, alles gut. Ich kann sie in dem Fall nicht für die Koffernotheizung benutzen, weil es ist nicht angebunden ans Koffersystem. Okay, auch da könnte man, wenn man laut schreit, könnte man über eine Lösung nachdenken. Ja. Wenn einer sagt, der Haben will wir schon das. gemacht mit dem Wärmetauscher, also eine trockene Übergabestelle, dass dann Warmwasser nach hinten geht, aber da müsste dann auch das Heizsystem weg von Luft auf Wasser umgebaut werden. So, und das ist die Shenandoah C1 übrigens viel einfacher zu machen als ein C-Führerschein. Das heißt, du würdest in gerade mal 2 Wochen und ein bisschen lernen, könntest du den machen. Kostet ungefähr 1.800 €, wissen viele nicht. Ist gar nicht so schwer. Denn man hat speziell bei dem C1 hat man Rücksicht genommen, das ist kein richtiger LKW, ist Ja. so in der Mitte, gell? Ja, genau. So, TomTom-Navi, das ist wahrscheinlich ein spezielles Navi für LKWs. Ja, in dem Fall auch Kundengeschichte, aber da kann man Länge, Breite, Höhe eingeben, dass man dann nicht in irgendwelchen Gassen landet. wo es praktisch, nicht mehr oder? passt. Ja, ist schon nicht schlecht. Ich Genau. kann hier durch Wasser fahren, wie tief? 1,20 Meter. 1,20 Meter. So, Lenkrad ist höhenverstellbar. Ja, So, auch hier, der ist nicht mehr so laut wie früher, oder? überhaupt nicht. Also wir können, wenn wir 100 fahren, uns in dem Ton ganz normal unterhalten. Du kannst Radio hören,
alles tipptopp. Wir haben in dem Durchstieg extra noch Ich zeig mal den Durchstieg. ein sogenanntes Schallabsorberkissen eingeknöpft, weil das Getriebe genau unten unterm Faltenbalg ist. Ihr habt einen Faltenbalg. Ja. Gut, man hätte ja die Möglichkeit ohne zu bauen, da wäre es ein bisschen näher dran. Nee, wir können nicht näher dran. Wir brauchen so ungefähr 70 mm Abstand wegen der Verwindung, dass Kabine und Fahrerhaus sich nicht berühren. So, also wenn ich jetzt fahre, ich brauche ja für manche Strecken einen Guide. Der wäre wo, der Guide? Also es gibt manche Länder, da muss jemand mitfahren, in der Mitte. Der wird auch hier schlafen im Fahrerhaus? Das müsste man sich überlegen, oder ein Feldbett unter das Auto oder keine Ahnung. Ich glaube, die sind da ziemlich hart im Nehmen, oder? Ja. Das ist so auf dem Dach so. Jetzt hat er keine Luke. Gibt es auch mit Luke? Man kann ihn tatsächlich, den 4023, auch mit der großen Armee-Rundluke bestellen. Ja. Echt? Ja. Mit der Armee-Rundluke. Ja. Die uns richtig toll ist, aber die wird ein bisschen was kosten, oder? Ja, ist gar nicht so schlimm vom Aufpreis her, hat nur so ein paar Nachteile. Wir müssen dann eine extra Konstruktion für den Dachträger machen. Wir wollen den dann nicht einfach nur 20 cm höher setzen, weil das sieht einfach nicht schön aus. Weil die Problematik ist, die Dachluke schwenkt nicht nur, die geht erstmal ein Stück hoch und hat dann einen relativ langen Arm, der wegschwenkt. Und diese ganze Kinematik Ich habe das mal gefilmt, ja. ja, muss Irgendwie unterkommen. Dachträger untergebracht werden. So, was hat er hier? Da unten ist so eine Lampe unter einem Rad. Wir haben noch verschiedene Beleuchtungseinrichtungen an dem Auto hingemacht. Der hat oben welche, seitlich welche, ein kleines Kurvenlicht, was manuell dazu geschaltet werden kann. Und haben bei dem Auto tatsächlich hier auch, ich kann den nivellieren. Wenn ich zum Parken fahre, kann ich die Räder einzeln ansteuern. Und im Prinzip Ach so, ausgleichen ein bisschen. ausgleichen. Stark? Wie viel? 10 cm? 10 cm. Ja, Aber gut, das sind 10 cm. 10 cm sind 10 cm. Einmal runter, einmal hoch, Ja. sind schon 20. Genau. Ist okay. Jörg, du klingst so ein bisschen, als kämst du kommst aus Bayern, oder? Nein, ich Aus bin Thüringen. eigentlich Sachsen-Anhaltiner. Sachsen-Anhaltiner. Ja. Toll. Und ja, ich finde das Fahrzeug phänomenal. Wertehalt haben wir schon drüber gesprochen. Es gibt kaum was Wertehaltigeres als ein Unimog. Im Moment eine echte Kapitalanlage. Wer nicht weiß mit seinem Geld wohin, das ist mal sicher für die nächsten 15 Jahre. Preis von der Kombination ungefähr? Ungefähr 330.000 € netto. 330 netto zuzüglich Mehrwertsteuer. Ja, ja. Okay, das heißt ja von Land zu Land unterschiedlich. Kommt der mit einem COC? Ja, Kommt. Ja. Also das heißt, das ist auch mit Aufbau als COC oder ist das jetzt Last hinten drauf, Nutzlast oder ist das ein Wohnmobil? er kommt nicht er kommt quasi aus dem Werk als unfertiges Fahrgestell, Ja. ne? Mit COC. Und dann, wenn wir den Koffer drauf machen, kriegt er eine Einzelabnahme vom TÜV als Sonder-Kfz-Wohnmobil. Okay. Je nachdem in welcher Gewichtsklasse, ob unter 7,5 oder über 7,5, und dann kriegt er seine... Das macht ihr aber alles. Ja. Das heißt, so ihr habt die, ich sag mal, die Bandbreite komplett. Arox, ihr habt Unimog. Ja. Was ist sonst noch 4x4 außer Arox und Unimog? Artego manchmal Artego noch. manchmal. Ja, So, aber das ist hauptsächlich Arox dann in der Ja. nächsten Größe. ja, Okay. ja. Macht doch richtig was her. Ist auch wieder teurer geworden leider. Ja, ist leider wieder teurer geworden, ist richtig, ist dann aber auch schon mal, sage ich mal, eine ganz andere Liga von der Größe her. Ja. Das ist immer noch, ich sag salopp oft, größerer VW-Bus. Weil, Das, was viele wollen. Gell? ja, Die wollen nicht so ein Riesending. Gesamtbreite über die Kotflügel nur 2,30 Meter. Das Fahrerhaus an sich ist nur ein bisschen was über 1,80 Meter. Also der Wendekreis ist enorm klein für das Auto und fährt sich ganz, ganz handlich. Also auch die Damenwelt ist dann oft überrascht, wie leicht das Auto sich handeln lässt. Ist wirklich so. Die da. So, jetzt gucke ich mal gerade. Servolenkung natürlich. Ja, logisch. Ist ja klar. So, dann wir sind durch. Okay. Du bist uns los. Ersatzrad käme jetzt wohin? Aufs Dach. Aufs Dach, wenn man Ja, denn eins mitnehmen will. Ja, wenn man eins mitnehmen will, wenn die Autos auf unseren Hutchinson-Felgen stehen, so wie man das bei dem Auto da sehen kann, Ja. reicht es auch, wenn ich einen Reifen mitnehme. Also ich muss kein komplettes Rad mitnehmen, weil das Ach so, ist eine das Springen, geteilte, oder? nein, ist eine geteilte, geschraubte Aluminiumfelge. Ich kann die quasi auseinanderschrauben, den Reifen wechseln und wieder zusammenschrauben. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Jörg, geh mal raus. Ja. Dann machen wir Abmoderation. Luftsitze habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ja. Das ist natürlich auch Komfort, wenn man fährt. Ein bisschen was will man ja haben. Auch regulierbar in der Dämpferhärte. Also ich kann die fast auf ganz hart stellen, wenn ich Offroad fahren will.
Und wenn ich Autobahn fahren will, kann ich die typische Busschwebe, wenn man die Busfahrer da so schweben sieht, alles machen. Das ist ein tolles Fahrzeug, ganz ehrlich. Ja. Und der Vorteil 7,5 Tonnen ist natürlich, dass der Wiederverkauf noch mal einfacher ist, weil wer weiß, wie es mit dem C weitergeht, wird ja immer schwieriger. Hier vorne ist übrigens der Ausgang der Standheizung. Ja. Ja, du bist mein Held, Helget. Ihr kommt aus Kronach, habt das Werk aber in Thüringen. Ja, in Rodacher Brunn, mitten im Wald. Wir brauchen also ein bisschen Testgelände drumherum. Das passt ganz gut. Ja, das war es so schwer, die Genehmigung zu kriegen wie in Berlin Für? für das Werk. Nee, war Grundwasser habt ihr auch abgegraben. alles gut. Das war tatsächlich die alte NVA Grenzbataillonseinheit. Ja. Also ein Und Gelände das- der ehemaligen Nationalen Volksarmee. Ganz genau. Ja. Okay, cool. So, du hast die Wende ja mitbekommen, oder? Ja. Voll und ganz. Ich bin froh, dass du da bist. Ja, was wäre die Welt ohne Jörg? Dein Name voll, Jörg? Barreuter. Barreuter von der Firma Hellweg. Ich guck mal gerade hier vorne. Helget, ich nehme es zurück. Helget. Hier vorne haben wir nochmal ein Logo von euch. Engineering. Das Coole ist dabei, ihr könnt Sonderwünsche machen. Ihr könnt das Ganze zusammenstellen. Und vielen Dank fürs Einschalten. Heute am 22. Juni 2021 von der Abenteuer Allrad. Genau. Jetzt haben wir noch gar nicht viele Stände gesehen und das Gelände ist so riesig. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, es ist unglaublich auf der Karte schon zu sehen, wie groß das ist. Wir haben nicht Ein mal Tag. eine Straße lang, also wir haben nicht mal eine Straße überhaupt geschafft. So, wir zeigen mal gerade hier vorne, da steht noch ein Helget und da natürlich der Hingucker auf Arox, das Ganze und Unimog 5000. Ein Blissmobil, das haben wir auch gezeigt auf der Messe. Guck mal hier, das Blissmobil, das haben wir auf der Messe gezeigt. Ah, stimmt, das ist das, ne? Oh, wow. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Ja, tschüss.